Ich schätze dich dafür, dass du ein Teil von uns bist und alles, was du für das erfolgreiche Wachstum meines Kanals tust. Hallo, Grüße. Ich freue mich, dass du in meinem Kanal bist. Bleib positiv. Ich hoffe, Sie bereiten sich auf den großen Währungsreset vor. Währungsreset? Ob es nun ein einfaches Hallo ist oder eine umfangreich gestaltete Kontaktaufnahme, eines haben diese Nachrichten alle gemeinsam. Sie kommen von vermeintlichen Betrügern, die ihr Zuhause auf der ganzen Welt haben. Am Beispiel von unserem eigenen Telegram-Kanal möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, eine Identität zu fälschen. Dafür speichere ich mir einfach das Profilbild eines Kanals oder einer anderen Person in meiner eigenen Galerie. Der Vor- und Nachname kann bei Telegram frei gewählt werden. Wenn ich dann einen bekannten Namen und das passende Bild auswähle, ist eine Verwechslung vorprogrammiert. Der Benutzername kann bei der Identifikation helfen, muss dafür dem Kontakt aber auch bekannt sein. Menschen mit mieser Absicht verwenden daher häufig ähnlich aussehende Bezeichnungen. Mit dieser falschen Identität ist es nun kinderleicht, andere Mitglieder anzuschreiben. Herzlich willkommen bei Wie man macht. Bitte vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, so bleiben wir immer informiert, inspiriert und vernetzt. Für den Angeschriebenen ist es auf den ersten Blick nicht möglich zu erkennen, ob es sich bei der empfangenen Nachricht um den echten Absender handelt. Ich könnte also von der Idee her jeden Namen hier eingeben. Dieser Mann hier zum Beispiel, der für seine Elektroautos ziemlich bekannt ist, genießt in gewissen Kreisen viel Einfluss. Seine Identität bei Telegram annehmen, auch das ist kein Problem. Neben den Gefahren gibt es aber auch hervorragende Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Deshalb gilt, unbekannte und dubiose Kontaktaufnahmen besser grundsätzlich blockieren und selbst aktiv werden. Deshalb möchte ich euch heute auch die schönen Seiten von Telegram zeigen und gebe jetzt das Wort an unsere liebe Freundin Silvia. Silvia, worum geht es bei deinem Kanal hier auf Telegram? Auf meinem Kanal Echtes geht es um echtes Essen und kurzum industriefrei, ja bitte. Dabei ist es nicht teurer, nicht aufwendiger und es dauert auch nicht mehr an wertvoller Zeit, sich wirklich gesund zu ernähren, wenn man Obst und Gemüse im Ganzen kauft und sich die eine oder andere Soße eben auch selber mischt und nicht mehr auf die Fertigprodukte der Industrie zurückgreift. Die meisten Inhalte stelle ich selbst zusammen, aber ich leite auch gerne von befreundeten Kanälen oder auch von anderen Blogs Beiträge weiter. Und da geht es auch um einen Aufbau einer Wissensdatenbank, nämlich über die Listen kommt man an alle Rezepte, an Wissen über einzelne Zutaten und so weiter ganz gut ran. Ja, besonders am Herzen liegen mir die Moro-Kekse, die habe ich nämlich selbst entwickelt und die heißen so nach dem Ernst Moro, das war ein Kinderarzt Anfang des letzten Jahrhunderts. Und der hat herausgefunden, dass wenn man Möhren mindestens eine Stunde kocht, dass dann irgendetwas mit den Möhren passiert, was sehr gut gegen Durchfallerkrankungen ist und generell den Darm aufräumt. Heute wissen wir, dass es die Galaktose ist. Und ich bin ganz, ganz besonders froh, dass in der Gruppe zum Kanal es sehr, sehr selten zu Streitigkeiten oder großen Abschweifen vom Thema Werbespam oder irgendwas anderem geht. Also der ist quasi wirklich so, wie das Internet ursprünglich auch war, obwohl er wirklich nur die Gruppe von mir moderiert wird, also keine anderen Admins oder Moderatoren dort eingesetzt sind. Ja, läuft das fantastisch und das jetzt ja auch schon im 5. Jahr auf Telegram. Schön zu hören. Auf die nächsten 5 Jahre, liebe Silvia. Telegram ist voller Inhalte, die von Menschen erstellt werden, die ihre Zeit investieren, um uns diese Informationen auf diesem Weg zukommen zu lassen. Oder Jürgen von Augen auf Medienanalyse, was sagst du dazu? Lieber Sebastian, was für eine schöne Idee. Hallo, meine liebe Freundin. Hallo, mein lieber Freund. Hörst du auch zu? Wie schön. Ich bin ein schon immer irgendwie wohl auch kritischer, aber sehr politisch inaktiver Mensch gewesen, bis zur Corona-Geschichte. Und
bis Spiegel Online anfing, sich über Wodak auf eine Art herzumachen. Hab aber dann mal geguckt, wie würde denn Wodak kritisiert, und es gab gar keine Kritik an ihm, sondern es gab einfach nur ein Gemetzel von wegen verschwörungsideologische Schwachsinn, und da habe ich sofort gemerkt, da stimmt was nicht. Da wird nicht mit Argumenten gearbeitet, sondern ganz anders. Wahrscheinlich war das vorher auch schon so, aber Corona, glaube ich, haben sie es mal ein ganzes Stück weit übertrieben. So sind dann die ersten Videos damals entstanden. Hier steht vor 3 Jahren, dann meinte irgendjemand in den Kommentaren, oh, du solltest unbedingt einen Telegram-Kanal aufmachen. Dann habe ich einen Telegram-Kanal aufgemacht, und ich kann ganz gut Strukturen erkennen, wie propagandistischen Mittel, um Frames in irgendwelche Texte einzubauen, und das erkenne ich schon relativ schnell, finde ich. This account has been terminated for violating YouTube Community Guidelines. Das heißt, der YouTube-Kanal war auch 3-mal weg, und ich habe immer einen Monat gewartet, habe mich dann beschwert, und dann ist der Kanal auch wiedergekommen. Ja, weiß auch nicht, was das soll. Und ich würde sagen, irgendwie 30, 40 Videos sind gesperrt worden. Wir haben dafür einen eigenen Artikel sogar gemacht von YouTube, zensierte Videos, und den dann natürlich auf Odyssey und Telegram verlinkt. Dann die eigenen Videos mit verschiedenen Recherchen und Dokumentationen, also die da eben anfingen bis zu einer 3-teiligen Geschichte wo es über Jens Spahn und zu Robert Koch und der Geschichte der Pharma in Deutschland und Nazis und was weiß ich, ist ein 3-Teiler geworden, finde ich ziemlich cool. Also der ist mir, ich möchte jetzt nicht angeben, aber der ist mir extrem gut gelungen. Es geht eigentlich um Aufklärung, um Zusammenhänge zeigen, auch ein bisschen um Unterhaltung und um Mut machen und um zu zeigen, du bist nicht alleine, wenn du kritisch bist. Letter to America, Osama Bin Ladens Brief an Amerika hat mich zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend auch getroffen irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso, ist halt ein Terrorist eigentlich und wird bestimmt für den Tod von vielen Menschen zuständig, aber er hat von sich aus ganz gut erklärt, wie die Sichtweise, also was für ein Druck auch von den USA und was für eine Übermacht, und also zumindest verständlich, auch wenn ich die Lösung überhaupt nicht akzeptieren kann, aber dass man sich da in eine Ecke gedrängt fühlt als ein bestimmter Teil dieser Welt, das könnte ich schon ganz gut nachvollziehen. Was auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender Augenblick war nach der Berlin-Demo am 1.8. und da hatte irgendjemand so ein Nonstop-Video von dem Zug durch Berlin aufgenommen, und ich habe das Ganze dann zweimal 300% schneller gerendert und noch einen Zeitstempel reingepackt und habe das veröffentlicht, und das war bisher mein erfolgreichstes Video. Denn neben dem ganzen politischen Kram gibt es natürlich auch die Sachen, die spirituell sind, und da sind in letzter Zeit 2 Videos gewesen, die mir besonders gut gefallen hatten, auch die wir übersetzt haben. Das eine, der versteckte Bauplan, wie sie Gott verbargen, über die Zirbeldrüse, und dass in der Bibel Kommentare gefunden wurden, die darauf hinweisen könnten, und dass es wissenschaftlich auch nachvollziehbar sei, dass man über die Zirbeldrüse den Zugang ins Himmelreich hätte. Ja, sie wussten, wie man Gebete und Affirmationen verstärkt, über die Stimme, wie sich Schall bildet, und dass der Schall doch auch mit an der Schöpfung sozusagen teilnimmt, und dass man über das, was man sagt, letztendlich ganz stark seine Umgebung mitgestaltet. Wir haben jetzt 12.600 Abonnenten hier auf YouTube und 11.800 oder so auf Telegram im Hauptkanal. Und das Schönste sind halt die Rückmeldungen, wenn jemand sagt, oh, ich finde, ihr seid echt gut und das hat mir jetzt echt geholfen, oder ihr helft mir überhaupt irgendwie hier so mit einigen Sachen klarzukommen. Und das ist, glaube ich, auch so das Hauptding, ne? Dass man ein bisschen zeigt, guck mal, du bist auf jeden Fall nicht allein, ne? Im Grunde sind wir schon ganz schön viele, und ich glaube, wir werden auch immer mehr. Dankeschön natürlich an alle, die überhaupt dabei sind, die sich auch kritisch engagieren oder die unter die Videos mal einen Kommentar schreiben. Und ob das jetzt bei euch oder bei uns ist, das Feedback finde ich ganz wichtig, und auch wie das eine Video sagt, ne, wenn man schöne Worte hinterlässt, dann prägt das auch mit die Welt, die diese Worte sehen. Kann man das so sagen? Also die Welt, in die diese Worte schauen, würde ich mal eher sagen. Deswegen finde ich das cool, wenn
dass ihr so da seid und wenn ihr auch so ein bisschen mitmacht und so. Das ist echt schön. Ich wünsche mir, dass es dir, lieber Hörer oder Zuschauer, dass es dir gut geht und danke für die Gelegenheit, mich so äußern zu können. Sehr gerne und danke dir, lieber Jürgen von Augen auf Medienanalyse. Ja, schreib doch jetzt gerne ein paar schöne Worte in die Kommentare. Die erwähnten Kanäle findest du in der Videobeschreibung. Wie man macht auf YouTube und Telegram.